Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt es von mir ein Video zu diesem kleinen Gerät hier, und zwar haben wir hier die DJI Mini 4K Drohne. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät zur Party, die Drohne ist jetzt schon einige Zeit lang auf dem Markt. Ich wollte euch aber trotzdem ein Video dazu machen, jetzt heute meinen Erstflug, denn ich habe die gestern bekommen, ich habe die geladen, eingerichtet und so weiter, beziehungsweise einfach mal kurz angeschaltet, ob alles funktioniert, und will euch da jetzt heute auf meinen Erstflug mitnehmen. Wie ihr es vielleicht am Mikrofon hört, ich weiß nicht, ich bin hier ein bisschen verdeckt im Busch. Es ist relativ windig und da ist das Ganze natürlich auch interessant, wie sich das jetzt hier verhält. Die Drohne, knapp 200 Euro, ist natürlich komplett im Einstiegsbereich und ich bin da wirklich mal gespannt, was da so geht. Ich habe das Standardpaket mit 2 Akkus und dem Controller, wo man das Smartphone dazu braucht. Ich will da auch nicht mal einen anderen Controller dazu nehmen, sondern ich will es genau so probieren, wie es eben in der Packung kommt. Da nehme ich euch jetzt mit und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wie gesagt, ich habe das schon mal ein bisschen grob eingerichtet. Ich mache da jetzt noch eine Speicherkarte rein und dann kann es auch schon losgehen. So, da bin ich wieder, und wie ihr sehen könnt, ich habe hier schon mein Smartphone mit dem Controller verbunden. Das Ganze ist auch schon gestartet. Ihr dürftet die Bildschirmaufnahme sehen. Ich habe die hier aktiviert. Ich hoffe, das funktioniert. Wir lassen das Ding jetzt direkt mal starten und werde sie mal in die Luft lassen. Homepoint updated. Ihr seht schon. So, jetzt ist das gute Ding in der Luft. Wie ihr sehen könnt, wir sehen hier schon mal das Bild. Okay. Was ich als erstes gleich direkt mal festgestellt habe, man kann den Gimbal nicht nach oben schwenken. Da schauen wir aber gleich mal noch in die Einstellung, ob man das vielleicht ändern kann. Und dann gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen zurück. Ich mache hier mal die Anzeige ein bisschen kleiner. So. Wir haben hier also das gewohnte DJI-Menü. Das wundert mich jetzt natürlich auch nicht. Das ist ganz normal. Wir machen doch direkt mal so einen kleinen Geschwindigkeitstest. Ich fliege hier mal ein bisschen vorwärts, 27 km/h. Wie gesagt, wir haben Wind. Ich bin jetzt gespannt, ob ich auf dem Rückflug vielleicht ein bisschen Rückenwind habe. 27, 28, 30 km/h, 32, 35. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Im Normalmodus sind wir unterwegs. Jetzt gehe ich mal direkt noch in den Sportmodus und wir schauen mal, was hier noch so geht. ...40 km/h, 35, und dann drehen wir mal noch. ...45, 50 km/h, 52, 55. Okay, wir haben hier natürlich jetzt auch ordentlich Rückenwind. Ich weiß gar nicht, mit was die angegeben ist, aber das kann man ja auch noch nachlesen. So, von der Geschwindigkeit her macht es schon mal einen relativ guten Eindruck. Was wir hier schon mal sehen im Flug, wenn wir schnelle Flugmanöver machen, der Gimbal kommt nicht ganz hin und hinterher. Das schwenkt hier also ein bisschen rum. Ich gehe mal in den Normalmodus und wir gehen jetzt einfach mal ins Menü oben rechts, schauen uns das mal an. Wir haben hier also Flugsicherheit. Die Drohne selbst hat ja keine Hinderniserkennung, deswegen haben wir hier jetzt natürlich auch nicht das Hinderniserkennungsmenü. Wir haben die Flugdistanz, die können wir auch auf keine Limitierung stellen. Okay, automatische Rückkehrhöhe, das ist natürlich wichtig, wenn ihr irgendwie ein Signal zur Fernbedienung oder sowas verliert. 100 Meter, das lassen wir auch mal. Akkuzone, mal eine Drohne finden und so weiter. Okay. Steuerung auf Kilometer pro Stunde ist schon mal nicht so schlecht. Kamera, das interessiert mich jetzt. JPEG und RAW. Wir wollen natürlich die volle Qualität, deswegen speichere ich da auch mal das RAW mit ab. 16:9. Wir machen mal Bildformat 4:3, weil ich denke mal, genau, da wird noch ein bisschen mehr aufgenommen. Gerade im Fotomenü einfach 4:3. 16:9 könnt ihr euch nachher immer noch ein bisschen zurechtschneiden. Das lassen wir also mal. Gitterlinien und so weiter. Alles ganz gut. Hilfsrahmen. Wir formatieren noch kurz die Speicherkarte. Die Drohne selbst hat natürlich keinen internen Speicher. Das kann man bei dem Preis nicht erwarten. Ich habe jetzt gerade, ihr seht es, eine 60 GB, 64 GB Karte drin. Ja, passt soweit. Alles mal Übertragung, Info, okay. Wir können jetzt mal direkt hier einfach loslegen. Ich gehe mal in den Videomodus, denn mich interessiert natürlich, wie die Videoqualität so abschneidet. Wir haben 4K 30 als maximale Auflösung mit maximaler Bildrate. Das heißt, wir haben keine 60 FPS, wo wir irgendwie eine große Slow Motion oder so machen könnten. Aber das ist erstmal nicht so wichtig. Ich starte mal die Aufnahme und dann schauen wir uns das Ganze doch mal an, wie das so aussieht, wenn ich hier jetzt ein bisschen fliege. Vielleicht ein bisschen schwenk. Ihr seht es auch, das Wetter
Wir haben jetzt hier, ich schaue mal kurz auf die Uhr, 17:20 Uhr. Das heißt, wir sind noch nicht beim Sonnenuntergang, aber die Sonne ist natürlich weg. Wobei, ihr seht, heute ist ein ziemlich bewölkter Tag. Da gibt es also gar nicht so viel mit der Sonne zum Spielen. Wir können hier mal gucken, einfach was die Bildqualität so macht. Jetzt vielleicht auch einfach mal ein bisschen nochmal fliegen und schauen, wie sich der Gimbal verhält. Ich sehe hier zumindest auf dem Smartphone schon mal, dass das ab und zu ein bisschen, ja, der Gimbal, ich weiß nicht, so vom Ausgleichen her vielleicht Probleme mit dem Wind hat. Ich glaube, jetzt sind wir auch wirklich im Gegenwind unterwegs mit 27, 28 km/h. Wobei ich auch sagen muss, für das, wie es windig ist, wenn wir hier jetzt mal das Bild stabilisieren, ich nehme mich da mal mehr oder weniger so ins Fadenkreuz. Und wir schauen jetzt einfach mal, ich lasse sie mal ganz ruhig stehen und dann sehen wir mal, wie sich das Bild verhält, ob hier irgendwie was groß wackelt oder so bei dem Wind. Wir haben also schon wirklich einige Böen hier. Und auch wenn ich das da hinten angucke, die steht schon wirklich sehr, sehr gut in der Luft. Also da macht sie schon mal einen wirklich guten Eindruck. Ich bin jetzt hier im vollen Automatikmodus im Video. Ich beende jetzt dieses Video mal und ich schaue mal, was sich hier im Pro-Modus machen lässt. Ihr könnt ja also auch die ISO-Verschlusszeit vorgeben. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Da können wir uns schon an die 180 Grad Shutter-Regel halten. Wir schauen mal noch hier rüber. Weißabgleich, Auto. Wir können das Ganze mal noch ein bisschen wärmer machen. Und 4K 30, okay, soweit sieht es gut aus. Was ich jetzt hier gleich mal entdecke, wir haben hier kein Log-Format. Das sehe ich auch hier im Video nicht. Das heißt, wir haben also nur die normale Bildaufnahme. Im Log-Format, da hättet ihr ja einfach noch ein bisschen Luft so bei der Bildverarbeitung, Bildbearbeitung, Videobearbeitung. Scheint es hier also nicht zu geben. Das ist ein bisschen schade natürlich. Da kann man immer noch so ein bisschen was rausholen. Gehen wir nochmal in die Einstellungen zur Steuerung und schau mal, ob ich den Gimbal aufwärts erlauben. Genau, das ist nämlich wichtig. Das habe ich gerade schon festgestellt. Man kann ihn nicht nach aufwärts stellen. Jetzt geht das Ganze. Ihr seht, der Himmel ist jetzt natürlich ausgebrannt. Ich wollte jetzt aber einfach nur mal testen. Ja, der lässt sich auch hochstellen. Das ist dann natürlich schon interessanter. Sollte man natürlich immer aktivieren, die Option. Man weiß ja nie. Gerade hier, wenn ich jetzt mal hier runter gehe, dann sehen wir auch, die Drohne befindet sich jetzt unter dem Startpunkt. Da will man dann vielleicht ab und zu auch mal hochschwenken. Wir sehen jetzt, das Bild ist total überbelichtet. Ich gehe hier mal von der Verschlusszeit ein bisschen auf einen kürzeren Wert. So, jetzt haben wir den Himmel auch wieder halbwegs normal drin. Aber wir sehen natürlich auch die Tiefen. Die Schatten sind jetzt schon relativ dunkel. Da ist noch nichts abgesoffen, aber mal schauen, wie das Ganze dann nachher am Rechner aussieht. Also, oh, okay, jetzt haben wir hier gerade beim seitlichen Flug, ihr seht es hier, ich nehme jetzt nochmal ein Video auf. Ihr seht es hier, der Gimbal, der kippt da manchmal dann schon beim Bremsen oder ja, beim Seitwärtsflug. Also der gleicht da nicht alles so aus, wie es die größere Mini 5 Pro zum Beispiel machen würde. Wir haben da also schon ein bisschen was im Bild. Mal schauen, wie das dann im Video nachher aussieht. Ich fliege jetzt hier mit den 4K 30 mal nochmal darüber und dann drehen wir das Ganze mal. Ja, also wir sehen da doch schon, der Gimbal, der hat da ab und zu so ein bisschen einen kleinen Spinner. Jetzt stelle ich das Ganze nämlich mal um. Und zwar möchte ich eine kleine Slow Motion, die gibt es dann in 2,7K. Also nicht mal 1080p, sondern 2,7K. Da habt ihr ein bisschen mehr Auflösung auf jeden Fall dahinter. Wir gucken jetzt hier nochmal, ISO 100 passt soweit. Wir starten nochmal die Aufnahme. Jetzt also mit 60 FPS. Und da können wir gleich mal ein Video von mir machen. Ich hüpfe da einmal, damit man so ein bisschen die Slow Motion sieht und dann sieht man da einfach mal, wie sich das so verhält. Also dieses Kippen vom Gimbal beim leicht seitlichen Flug, das sieht man dann doch schon immer wieder. Da ist sie jetzt also wieder. Jetzt kommen wir mal direkt hierher. Da stehe ich eingepackt, weil es ist wirklich kalt. Wir haben echt nur 7 Grad, obwohl wir letzte Woche schon 20 hatten. Wir schauen jetzt einfach mal. 2,7K, 60 Bilder. Was macht die Slow Motion? Ich fliege noch ein bisschen näher an mich hin. Aufgrund von fehlenden Sensoren
gibt es da natürlich nichts, was mich davon abhält. Und jetzt gucken wir einfach mal. Sportlich, sportlich. So, wir können auch noch einen kleinen Vergleich machen. Ich fliege mal direkt hier hinter. Ich beende die Aufnahme, stelle das Ganze mal nochmal auf 4K. Ich hoffe, man kann mich noch verstehen. Dann können wir nämlich direkt mal den Vergleich machen. Ich habe hier natürlich den Osmo Pocket 3. Ich fliege die Drohne mal daneben hin. Und dann schauen wir einfach mal gerade, wie das im Bildvergleich so aussieht. Also jetzt ist sie auch schon wirklich hier ein bisschen am Kämpfen. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Die macht hier schon jetzt schon ziemlich Sound. So, auf mich. Vielleicht ein bisschen bei der Belichtung noch heller. So. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie das Ganze aussieht. Wir haben jetzt hier wirklich den Vergleich Osmo Pocket 3 mit dem 1 Zoll Sensor und die Mini 4K. Natürlich lang nicht so in der Bildqualität, aber man kann ja so ein bisschen vergleichen. Ich fliege jetzt mal direkt vor den Osmo Pocket. Dann könnt ihr nämlich mal sehen, wie die gerade im Wind steht, wie die hier kämpfen muss. So, ihr dürftet die hier jetzt wahrscheinlich sehen. Ich fliege mal noch ein bisschen davor hin. So, und jetzt seht ihr mal hier, wie die im Wind steht. Also das macht sie schon eigentlich sehr gut. Also sie hält schon die Position so gut sie es kann. Bei dem Wind, der jetzt hier gerade wirklich ist es meiner Meinung nach wirklich gar nicht schlecht. Also das sieht schon sehr gut aus. Ich fliege jetzt gerade mal hoch. Ich kann jetzt auch mal den Gimbal nach unten stellen. Dann schauen wir doch direkt mal, wie das da aussieht. Also ich bin hier noch im Bild. 90 Grad nach unten. Dann seht ihr vielleicht auch mal, wie die hier gerade so ein bisschen rumschwenkt. Also es ist jetzt doch schon wirklich windig und auch ein bisschen kalt. Wir sehen hier 58% Akku haben wir noch. 16 Minuten Restlaufzeit von der Batterie. Das ist soweit eigentlich alles gar nicht schlecht. Wir müssen einfach bedenken, wir sind hier bei einer Drohne, die bekommt ihr jetzt gerade für knapp 200 €. Und das ist dann doch schon ordentlich. Wenn jetzt die Bildqualität dann auch noch passt, bin ich da eigentlich schon wirklich sehr zufrieden damit. Also ich fliege jetzt hier gerade noch mal ein bisschen zurück. Ah, okay. Nee, sie kommt dann doch schon gegen den Wind an. Aber wir sehen hier gerade Maximalgeschwindigkeit 19 km/h. Die kämpft also wirklich gegen den Wind gerade. Ich nehme jetzt mal noch ein Foto auf. Wir können hier im Foto dann natürlich auch wieder in den Pro-Modus gehen. Mal schauen, was wir da umstellen können. JPEG RAW, ja, soweit kennen wir das ja alles. Belichtungszeit und so weiter, okay. Kann man im Auto lassen. Das heißt, wir haben hier wahrscheinlich die 12 Megapixel. Ich mache jetzt hier einfach mal ein Bild von unserem Sender. Hat sie aufgenommen und ich mache mal noch eins genau mit dem Sender in der Mitte hier. Wir haben nämlich auch einen kleinen Digitalzoom. Zweifachzoom. Da nehme ich doch direkt auch mal noch ein Bild auf. Und dann, okay, wir können zwischen 24 und 48 mm hier noch ein bisschen digital hin und her wechseln. Aber das war es dann auch schon. Ich fliege mal hier ein bisschen hier zurück und wir können mal schauen, was das Ganze noch so kann. Oh, hier. Wir können hier einen Quickshot machen und dann wähle ich mich mal aus, Hindernisvermeidung nicht. Okay, welche Hindernisvermeidung? Schauen wir einfach mal. Ich nehme jetzt einfach mal den Quickshot auf. Wir können hier natürlich auch die Auflösung auf 4K 30 stellen. Das ist schon mal nicht so schlecht. Und dann starten wir doch einfach mal. 3, 2, 1 und los geht's. Und dann nimmt sie jetzt hier den Dronie auf. Und das sieht doch schon mal sehr gut aus. Also ich muss sagen, man muss halt bedenken, es ist immer noch eine 200 € Drohne. Und dafür sieht das Ganze doch gar nicht so schlecht aus. Quickshot abgeschlossen, Fluggerät kehrt zurück. Jetzt schauen wir mal, ob das auch so funktioniert. Vor allem der Wind, wenn ihr euch überlegt, 249 Gramm und die hat wirklich jetzt nicht die starken Motoren und so weiter. Es ist keine Pro-Drohne. Die macht hier doch einen relativ guten Job. Sie ist wieder da, sie erkennt mich auch wieder. Ich kann hier auch einen anderen Quickshot noch auswählen. Das sieht doch alles richtig gut aus. Also ich muss sagen, liebe Leute,
für das Geld macht die schon mal gar keinen so schlechten Eindruck. Das war jetzt erstmal so der erste Flug. Ich habe noch 44% Akku. Wir landen das Ganze jetzt mal hier. Und dann kann ich hier direkt auch noch die Bildschirmaufnahme beenden. 15 Minuten oder sowas sind wir jetzt geflogen und das ist ja schon mal echt nicht schlecht für das, dass wir da jetzt echt noch ein bisschen 43% Akku haben. Das ist richtig gut, also gefällt mir doch schon arg. Wie gesagt, das war jetzt erstmal der Erstflug. Zu der Drohne wird es natürlich auch wieder ein Tipps- und Tricks-Video geben mit Einstellungen für Anfänger, wenn ihr das Ding neu habt, was ihr da so einstellen könnt, was ihr da vielleicht einstellen solltet. Ihr habt es jetzt gerade schon ein bisschen so gesehen. Meiner Meinung nach macht die schon mal wirklich einen sehr guten Eindruck. Das gefällt mir doch schon arg. Gerade jetzt bei den Windverhältnissen möchte ich es mal nennen. Ich kann es wirklich nicht oft genug sagen. Hat mich das doch jetzt ein bisschen überrascht. Soweit sieht es also gut aus. Mal schauen, die nächsten Tage wird es ein bisschen besser. Dann gibt es dann wahrscheinlich auch dieses Tipps- und Tricks-Video dazu. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Ich wollte euch einfach kurz mitnehmen zu meinem Erstflug. Wenn es dann so war, lasst mir einfach ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos, vor allem das Tipps- und Tricks-Video, wenn euch die Mini 4K gefällt und ihr über einen Kauf drüber nachdenkt. Ich werde euch das Ganze noch in der Beschreibung unten verlinken, da könnt ihr euch das anschauen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.